ist Johannes Binner. Ich bin Head of Digitalization und arbeite für Schwalbe. Genau. Ich bin Frederik Büllerspät, ich bin in der Abteilung von Johannes, bin digitaler Projektmanager und arbeite da dementsprechend auch bei Schwalbe und verantworte die ganze PIM-Administration. Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sind in der Fahrradbranche und sind spezialisiert auf Fahrradreifen und Schläuche. Das schon seit ziemlich langer Zeit. Das Unternehmen hat eine über 100-jährige Tradition, immer auch in der Fahrradbranche verankert und die Spezialisierung auf Fahrradreifen und Schläuche, ich sagen, kam so vor roundabout 60 Jahren und das sehr, sehr erfolgreich. Wir sind weltweit aufgestellt, gibt eigentlich gefühlt kein Land, in dem wir nicht vertreten sind. Der stärkste Bereich ist natürlich der Dachraum, auch mit den Niederlanden. Da wird einfach klassischerweise sehr gerne und viel Fahrrad gefahren. Ich glaube, so der einzige Kontinent, der fehlt, ist Afrika, mit Ausnahme von Südafrika. Ansonsten tatsächlich eigentlich überall da, wo man Fahrrad fährt, findet man auch Schwalbe. Also schon vor gut 6 Jahren oder 7 Jahren ist die Entscheidung gefallen, verstärkt in Digitales zu investieren. Das war mehr eine Initiative aus dem Marketing heraus, hat sich aber sehr schnell herausgestellt, dass Digitalisierung einfach super wichtig ist fürs Unternehmen und wurde dann mit und mit in eine eigene Abteilung auch überführt. Genau, das ist mal so der eine Teil. Ein klassisches B2B-Unternehmen, haben trotzdem eine starke Marke aufgebaut. Das heißt, Verkauf findet natürlich auch im direkten B2B-Kontext statt, mit einigen Ausnahmen. Das heißt, wir verkaufen zum Beispiel im nordamerikanischen Markt direkt auch über die eigene Plattform. Wir sind da auch auf Amazon vertreten. Genau, wir sind im Prinzip auf jedem Kanal auch, ne, gerade wenn man irgendwie sich Amazon und andere Plattformen anguckt, aber nicht im direkten Verkauf. Zusätzlich kann man sagen, dass wir natürlich über den Fachhandel, da sehen wir unsere große Stärke, auch unser größtes Geschäft machen. Digitale Tools helfen uns da natürlich ungemein, was Visibilität angeht, aber auch natürlich dann Datenhaltung, Datenenrichment, um im Prinzip auf allen Kanälen visibel zu sein und auch letztendlich die Marke visibel zu machen und auch die Verkäufe anzustoßen. Das heißt, Datenarchitektur war auch so der Startpunkt eigentlich für unsere Abteilung damals. Sehr, sehr wichtig. Da sind wir auch sehr breit und sehr gut aufgestellt, würde ich sagen. War ein wichtiger Punkt. Ich würde sagen, aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht so ganz durchdacht, aber es war immer relativ klar, dass wir irgendwie eine Lücke haben zwischen ERP und Webauftritt und das irgendwie gefüllt werden musste. Und das PIM-System einfach eine große Rolle schon in der ersten Überlegung hatte, in der Strategie hatte und tatsächlich auch für mich eines der ersten Tools war, die ich in meiner neuen Funktion oder Verantwortung dann auch mit entscheiden durfte. Genau, da sind wir ins Thema PIM und dann Akeneo auch sehr früh reingestartet. Also vorweg einmal natürlich das Gap irgendwie aufzulösen, was da war und tatsächlich das, was im Prinzip, glaube ich, auch viele Unternehmen heute auch heute noch haben, ist, dass man so diese ganze Excel-Sheet-Struktur irgendwie quitt wird. Ne? Und tiefer kannst du da bestimmt noch drauf eingehen. Ja, auf jeden Fall die Verschnellerung die Produktdaten auf die Webseite zu bekommen oder Änderungen schneller auf die Seite zu bekommen, dass wir jetzt halt einfach die Möglichkeit haben, Produktdaten im ERP oder im PIM anzupassen und die sind, wenn wir es wollen, instant auf der Webseite und haben direkt halt die Möglichkeit, Fehler zu beheben, neue Produkte anzulegen, neue Produkte schnell über weitere Kanäle zu vertreiben oder verteilen. Ja, viel haben wir heute ja auch gehört, viel sich Gedanken drüber machen, was sein könnte, wie man Kanäle auch vielleicht in Zukunft bespielen möchte und nicht unbedingt den Status quo darstellen irgendwie, sondern
versuchen auch irgendwie weiter zu denken. Und das haben wir in vielen Punkten auch gemacht. Und es hilft uns einfach dabei, flexibler auf Sachen zu reagieren oder Sachen vorzubereiten und uns nicht selber Hürden in den Weg zu legen. Das Rad dreht sich immer weiter. Schön, wenn wir das so sagen dürfen, ne, als Hersteller von Fahrradreifen. Und wir sind da auch sehr aktiv. Ne, sind natürlich ein paar Themen, die uns auch sehr beschäftigen. Gerade aber, ich sag mal so in Richtung Produktdaten, sind wir dabei, nochmal einen verschärften Blick tatsächlich auf die ganzen Plattformen dieser Welt zu werfen. Amazon spielt da eine große Rolle, einfach aufgrund der Brand-Visibilität, also wie stehen wir als Marke da, gar nicht so sehr als Verkaufskanal, ist aber ein wichtiger Punkt für uns und da kommt natürlich auch Akeneo ins Spiel. Letztendlich muss alles, was dann irgendwie oder aus dem eigenen Kosmos dann in die Plattformen oder Websites dieser Welt geschoben wird, über Akeneo kommen, dort angereichert werden. Also das ist gerade ein wichtiges Thema für uns. Sehr groß, also gerade mit den Präsentationen auch heute mit den Funktionen, die im PIM dann jetzt schon da sind oder auch dazukommen, sehen wir einen sehr großen Benefit darin, dass wir Sachen personalisieren können, dass wir Arbeitsaufwand einsparen können, für verschiedene Kanäle optimieren können. Das ist ein Riesending und gerade weil wir ein relativ kleines Team sind, gibt uns das einen Vorteil, einfach Kosten und Zeit einzusparen. Und mit Funktionen, worüber wir auch trotzdem noch die Herrschaft über die KI irgendwie haben oder über unsere Daten, können wir halt wirklich uns sehr viel, 70, 80, teilweise 90% der Arbeit schon mal abnehmen lassen und müssen es dann nur noch überprüfen. Aber wir müssen viele grundsätzliche Arbeit gar nicht mehr leisten und das ist eine riesen Arbeitserleichterung, gerade für unsere Abteilung.